Moin Leute, willkommen im Buhleland. Im heutigen Video machen wir mal einen Roborock S7 Max-V sauber und ich zeige euch mal, worauf ihr achten müsst. Normalerweise wird er mit der Saugstation genutzt, aber wir müssen trotzdem den Behälter hier regelmäßig sauber machen, weil hier immer wieder mal ein bisschen was drin bleibt. Und was viel wichtig ist, hier oben haben wir den Filter und den solltet ihr einfach regelmäßig sauber machen, unter Wasser trocknen lassen und dann könnt ihr den auch wieder benutzen. Als nächstes, ihr seht, das ist die Ausbeute von rund 2 Monaten. Fangen wir vielleicht mal mit der Rolle an. Hier kommt nämlich immer ziemlich viel lange Haare zusammen. Die öffnen wir hier so. Und dann seht ihr das, was hier so alles hängen bleibt. Und am besten holt ihr euch dann einfach so einen etwas zum Aufmachen. Ihr könnt natürlich auch ein Messer oder eine Schere nehmen und dann kriegt ihr hier diese ganzen Haare weg. Das solltet ihr je nach Haare und Haushalt häufiger oder seltener machen, aber ihr seht, da bleibt doch recht viel hängen. Und das kann dann natürlich auch auf Dauer auch irgendwann diese Rolle hier kaputt machen. Ansonsten haben wir hier vorne noch die Öffnung an der Seite. Die kann man rausziehen, dann werdet ihr hier nämlich auch noch eine große Überraschung finden. Hier sammeln sich nämlich auch noch ganz viele Haare und sonstige längere Sachen. Und das zieht sich bis rein in die Rolle, also nicht wundern. So, auf der anderen Seite genau das gleiche. Öffnen. Haare rausziehen. Also wir haben ziemlich viele lange Haare, deswegen kommt hier entsprechend recht viel raus. So, dann haben wir noch die Abteilung hier. Da müsst ihr die Schraube noch lösen. Und ihr seht, da bleibt dann auch immer recht viel hängen. So, und was häufig auch noch ein Thema ist, hier das Rad hier vorne, seht ihr vielleicht noch ein bisschen. Das ist auch recht verstopft, das kann man so leicht raushebeln. So sieht das dann nämlich aus. Hier sammelt sich nämlich auch mal eine Riesensauerei. So, und was vielleicht noch wichtig ist, die Sensoren, die seht ihr hier, das hier ist der Teppichsensor und hier sind die Fallsensoren, die solltet ihr auch noch regelmäßig sauber machen, weil sonst gibt es Fehlermeldungen und dann funktionieren die halt auch nicht mehr richtig. Die Kontakte machen wir ebenfalls noch sauber. Die Ladekontakte. Und dann haben wir eigentlich schon alles sauber gemacht, was wir grob sauber machen können. Hier bei den Rädern müsst ihr auch nochmal schauen, ob die auch einklemmen, aber die sind beim Roborock eigentlich bisher immer recht stabil gewesen, ohne dass man hier irgendwas sauber machen musste. Ja, aber so sieht es jetzt erstmal aus. Und natürlich, falls ihr den Wischmopp benutzt, solltet ihr den auch regelmäßig sauber machen, aber damit bin ich jetzt erstmal fertig. Euch noch einen schönen Tag, macht's gut, ciao, ciao.